herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute backen wir eine leckere Erdbeertart mit einer Schmandcreme und fruchtiger Erdbeer-Rhabarbersoße auf einem Mürbeteig. Und für den Mürbeteig 125 Gramm zimmerwarme Butter, 80 Gramm Puderzucker, ein Ei und eine Prise Salz in eine Rührschüssel geben. Dann ein Sieb hernehmen und 250 Gramm Mehl durch das Sieb zum Teig geben. Jetzt alle Zutaten mit den Händen verkneten, bis daraus ein geschmeidiger und glatter Teig entstanden ist. Wenn der Teig noch etwas klebrig sein sollte, könnt ihr einfach noch 1 bis 2 Esslöffel Mehl dazugeben und dann weiter kneten, bis ihr einen glatten Teig habt. Als nächstes einen Bogen Frischhaltefolie auslegen und den fertigen Mürbeteig darin einschlagen. Den Mürbeteig danach in den Kühlschrank geben und für 1 Stunde ruhen lassen. Für die Erdbeer-Rhabarbersoße eine Stange Rhabarber schälen und in kleine Stücke schneiden und etwa 100 Gramm Erdbeeren je nach Größe halbieren oder vierteln. Ich brauche die Soße noch für etwas anderes, deshalb mache ich hier die dreifache Menge. Die Früchte jetzt in einen kleinen Topf geben. – 35 Gramm Gelierzucker 2:1 dazugeben. Außerdem ca. 2 Esslöffel Wasser. Das Mark einer halben Vanilleschote. Und die ausgekratzte Vanilleschote dazugeben. Das Ganze jetzt bei mittlerer Hitze unterrühren, zum Köcheln bringen. Und dann für etwa 4 bis 5 Minuten köcheln lassen, bis die Früchte weich sind. Die Vanilleschote dann wieder entfernen und das Fruchtmus in ein hohes Gefäß umfüllen. Mit einem Pürierstab circa 1 Minute zu einer dickflüssigen Soße pürieren. Und danach zum Abkühlen erstmal zur Seite stellen. Als nächstes ein Päckchen Sahnefest, ein Päckchen Vanillezucker und 300 Milliliter Sahne in ein hohes Gefäß füllen. Und mit einem Mixer steif schlagen. – 300 Gramm Schmand und 50 Gramm Zucker in eine Rührschüssel geben, dann mit einem Mixer kurz verrühren Jetzt die geschlagene Sahne dazugeben.
und mit einem Teigschaber oder einem Schneebesen vorsichtig unterheben. Und die Schmandcreme danach ebenfalls zur Seite stellen. Eine Tartform jetzt mit einem Stück Butter einfetten. Dann die Arbeitsplatte etwas bemehlen, den Mürbeteig aus dem Kühlschrank holen, auf die bemehlte Fläche geben und jetzt von allen Seiten etwas mit Mehl einreiben, mit den Händen etwas flach drücken und dann mit einem Nudelholz dünn und flach, etwas größer als die Tartform, ausrollen. Den Teig dabei immer wieder etwas bemehlen und wenden, damit er nicht an der Arbeitsfläche kleben bleibt. Und weiter ausrollen. Den fertig ausgerollten Teig dann vorsichtig um das Nudelholz wickeln . Und danach vorsichtig auf der Tartform wieder abrollen . Den Teig jetzt am Boden und an den Seiten der Tartform etwas andrücken . Den überstehenden Rand abnehmen . Und den Boden mit einer Gabel mehrfach einstechen. Als nächstes einen Bogen Backpapier über den Teig legen und zum Beschweren 500 Gramm Hülsenfrüchte, ich habe hier Erbsen genommen, auf das Backpapier geben, ein bisschen verteilen und die Form anschließend für 15 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze blind backen. Dann aus dem Ofen holen, das Backpapier samt Hülsenfrüchte entfernen und dann für weitere 10 bis 15 Minuten weiter backen, bis der Teig goldbraun ist. Danach komplett abkühlen lassen und sobald der Teig abgekühlt ist, vorsichtig aus der Tartform stürzen . Jetzt die Schmandcreme auf den Mürbeteig geben . Und mit einem Teigschaber
ein bisschen unregelmäßig bzw. chaotisch auf dem Boden verteilen. Jetzt noch halbierte Erdbeeren auf der Creme verteilen. Und zum Schluss die Erdbeer-Rhabarbersoße über die Erdbeeren kleckern. Danach kann die Tarte serviert werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.